Kennst du das? Du hast ein super süßes Kind, bist mega stolz und ja, kaum kommt es in Kontakt mit anderen Menschen, gibt es nur Ärger. Vielleicht kennst du auch solche Kinder in deinem Umfeld und du überlegst dir, die sind doch eigentlich zuckersüß und was hat jetzt eigentlich die ganze Umwelt da immer zu mäkeln an diesem Kind, weil du findest es eigentlich mega? Du verstehst schon irgendwie, dass das Umfeld gerne etwas Praktischeres hätte, ein Kind, das mehr den Normen entspricht, ein Kind, das weniger Ärger macht, das weniger Stress macht, das sich weniger wehrt. Andererseits weißt du aber, das Kind macht es eigentlich genau richtig und du weißt, es ist eigentlich perfekt, so wie es das macht. Du verstehst aber auch die andere Seite, die sagen, hey, ein bisschen einfacher mit deinem Kind wäre auch nicht schlecht. Du weißt aber, das, was dir die Leute raten, Medikamente geben, kommt eigentlich für dich nicht in Frage. Aber irgendwie gibt es überall nur das als Lösung. Und du weißt überhaupt nicht, wie du das hinbekommen sollst, dass du dieses Kind großziehst ohne Psychopharmaka. Mein Name ist Monika Föhner. Ich bin ganzheitliche Reflextherapeutin und Kinesiologin und ich arbeite ganzheitlich am Thema ADHS. Jetzt fragst du dich sicher, warum macht die das? Wer ist so blöd und macht das? Ja? Meine Geschichte ist, dass ich selbst 2 ADHS-Kinder habe und bei uns ist alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte. Meine Kinder haben die ganzen Dinge nicht vertragen. Jedes Medikament hat die Sache nur noch mehr zugespitzt bis zum, ja, also wir haben alles durch, was es gegeben hat und man hat uns sogar gedroht, das Kind wegzunehmen. Ich hatte auch die Drohung von den Ärzten bekommen, dass man mich verklagt wegen Verletzung des Kindeswohls, weil ich kein Ritalin und so weiter mehr geben möchte. Und ja, als ich dann abgeschworen habe diesen ganzen Dingen, wusste ich, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt muss ich ganz, ganz schnell etwas finden. Und ich war damals noch Marketingassistentin und ich habe meinen Job geliebt, aber da waren so viele Pistolen auf mich und meine Familie gezielt, dass ich einfach schleunigst etwas finden musste, was helfen konnte. Und somit bin ich Expertin für ADHS-Kinder geworden. Die Ärzte meiner Kinder haben mich angefleht, den Müttern und Vätern zu helfen, die dieselben Probleme haben, die mit Psychopharmakas einfach nicht klarkommen und bei denen das einfach nicht hilft. Und sie haben gesehen, wie toll die Sachen wirken, die ich mit meinen Kindern gemacht habe. Und daraufhin wurde ich verpflichtet vom Homöopathen, vom Psychologen, vom Kinderarzt, von der Osteopathin, von mehreren Heilpraktikern. Jeder hat die letzten 10, 15 Jahre dasselbe an mich herangetragen, dass das jetzt bitte zu erfolgen hat, dass ich diesen Familien helfe, diesen verzweifelten Familien, die im Regen stehen gelassen werden, genau, wenn konventionelle Sachen nicht helfen. Das ist mein Job. Bei uns hat es gut funktioniert. Bei mittlerweile vielen Klienten hilft es auch wunderbar. Ich bin sowas wie eine Art Feuerlöscher. Wenn gar nichts mehr geht, dann kommen sie zu mir und dann klappt das relativ schnell mit der ganzheitlichen Reflexintegration und auch mit Hilfe der Kinesiologie. Und ich habe ein riesengroßes ganzheitliches Portfolio hier bei mir. Ich arbeite lokal.
Ich arbeite aber auch im Quantenfeld. Im Quantenfeld noch ein bisschen effektiver als lokal teilweise. Es ist sehr verwunderlich, aber es ist so. Und ja, das sind so meine Erfahrungen, die ich gesammelt habe und die ich nicht wirklich gerne bei mir behalten möchte. Das ist so mein Hauptantrieb, warum ich das mache, weil ich finde, das gehört sich nicht, dass dieses Wissen bei jemandem eingesperrt bleibt und dass der sich jetzt davon nur bereichert und sagt, du kriegst dieses Wissen nur, wenn du dir von mir helfen lässt oder so. Und deswegen werde ich auch sehr offensiv rausgehen und habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, indem ich einfach mein Wissen verteile, weil ich werde erst dann in Ruhe mit meinem Leben sein, wenn ich alles das, was ich weiß, an die Welt herausgetragen habe und somit ja meinen Job erfüllt habe, euch allen zu helfen, auch ohne Psychopharmaka klarzukommen und diese wundervollen, kreativen, süßen, absolut wundervollen Schätze großzuziehen. Falls du dich informieren möchtest, wie das alles so geht, kannst du mich gerne kontaktieren. Ansonsten, wir sehen uns, wir hören uns und so Gott will und ich für euch die richtige Therapeutin bin, freue ich mich darauf, euch zu helfen. Tschüss!